Du kennst mit Sicherheit ein Poesiealbum, ein Buch, in dem sich deine Freunde verewigen können. Oh, Tina hat in mein Poesiealbum geschrieben. Ihr Lieblingsessen? Pizza, genau wie bei mir. Du kennst das, die Poesiealben sind auf niedlich getrimmt, pink und blau mit Feen und Schmetterlingen. Doch ich finde, ein Poesiealbum sollte etwas ganz Besonderes sein. Oh mein Gott, Ihr Lieblingsfach ist Mathe. Ich hasse Zahlen. In diesem Video zeige ich dir, wie du aus Fimo dein Monster gestaltest und auf den Einband machst, zum anderen, wie du dein Buch bindest. Für die Regenbogenhaut des Auges bereite ich mir 4 Fimo-Farben vor. Die erste wird gemischt, die zweite ist das Weiß, die dritte wird wieder gemischt und die vierte mische ich ebenfalls. Am Ende musst du diese 4 Farben haben. Ich rolle meine Gelbmischung auf Stufe 7 aus. Ich rolle Weiß auf Stufe 7 aus. Ich rolle mein Fimo Hellblau auf Stufe 7 aus. Ich rolle mein Blau auf Stufe 7 aus. Aus deinen 4 dünn ausgerollten Fimo-Bahnen schneidest du dir gleichmäßig große Stücke. Ich schneide meine 4 Fimo-Farben in unterschiedlich große Stücke. Dann beginne ich mit dem Legen. Ich setze zuerst Fimo Gelb, dann kommt Fimo Weiß, als nächstes kommt das helle Blau und dann kommt ein dunkles Blau als Abschluss. In diesem Wechsel setze ich jetzt die Farben aufeinander. Wieder mit Gelb, Weiß, Hellblau und Dunkelblau. Ab und zu setze ich hinten ein kleines Stückchen Fimo Weiß, dadurch wird das Auge später ausgefranst. Mein fertig gelegtes Muster sieht so aus, mein Stück ist 1 cm breit. Ich nehme nun mein Fimo-Stück und reduziere es. Dazu ziehe ich von der Mitte nach außen und das an allen Seiten. Ganz langsam, bis es immer dünner und länger wird. Ich habe meine Kellen jetzt so dünn reduziert, jetzt schneide ich daraus gleichmäßig große Stücke. Meine Kellenstücke ordne ich jetzt nach und nach auf dem Fimo Gelb an. Das Gelb muss nach unten zeigen. Mein Stück drehe ich jetzt zu einem Kreis. Anfang und Ende müssen sich berühren. Fertig gedreht sollte das Ganze in etwa so aussehen. Für die Pupille mische ich die Fimo-Farben Transluzent Weiß, Schwarz und Gelb. Meine Olivtonfarbmischung rolle ich dann dünn aus. Ein Stück der Fimo-Wurst setze ich nun in mein Auge ein. Ich drücke es fest ein und schneide dann Anfang und Ende ab. Ich rolle Fimo Weiß auf Stufe 3 der Pastamaschine aus. Ich umwickle nun mein bisheriges Auge zweimal mit Fimo Weiß. Anschließend reduziere ich das Ganze. Von meiner fertig reduzierten Kellen schneide ich mir ein Stück ab. Nun biege ich das eine Ende nach hinten und schließe es. Mein Auge sieht jetzt so aus. Entlang der Seiten setze ich nun feine kleine Äderchen. Die Kante des Gegenstands ist mit roter Kreide bestrichen, dadurch kann ich die kleinen Äderchen ganz präzise setzen. Ich pinsle gelbe Kreide auf mein Auge. Für meine Fimo-Zähne mische ich mir 2 Farben. Nach dem Mischen solltest du diese 2 Gelbtöne haben. Ich rolle meinen Gelbton auf Stufe 1 der Pastamaschine aus. Meinen Gelbton mit Fimo Transluzent rolle ich ebenfalls auf Stufe 1 der Pastamaschine aus. Ich lege beide Farben übereinander und rolle diese dann bei Stufe 1 aus. Jetzt stelle ich einen Farbverlauf her. Dazu kurble ich mehrere Male. Du musst so lange kurbeln, bis die beiden Farben sich fließend vermischt haben. Wenn dein Farbverlauf in etwa so aussieht, dann streckst du ihn. Du beginnst bei Stufe 1 und gehst bis zur Stufe 7. Dein Farbband legst du jetzt im Zickzack zusammen. Anschließend reduzierst du dein Farbband. Nach dem Reduzieren sieht meine Kellen nun so aus. Ich schneide mir nun Stücke für meine Zähne ab.
Ich habe mir eins meiner Stücke genommen und forme mir daraus nun meinen Schneidezahn, hinten leicht spitz, vorne breit und flach. Ich nehme mir ein Dotting-Tool mit feiner Spitze und gebe meinem Zahn nun eine leichte Struktur. Für den Backenzahn nehme ich mir wieder ein Stück meiner Cane und spitze das hintere Ende leicht zu. Vorne die Mitte bleibt dick. Mit dem Dotting-Tool drücke ich mir jetzt das Muster vor. Ich gehe an alle 4 Seiten und drücke mir die Kammern für den Backenzahn. Meine Zähne sehen jetzt so aus. Das untere gelbe Ende bepinsle ich. Ich nehme die Farben Gelb und Orange. Den Backenzahn bepinsle ich zusätzlich innen mit brauner Kreide. Ich habe meine Augen und meine Zähne jetzt gebacken, fertig sehen sie so aus. Für das Fleisch mische ich die Fimo-Farben Rot und Weiß. Meine Farbmischung rolle ich auf Stufe 3 der Pastamaschine aus. Für die Haut mische ich die Fimo-Farben Gelb und Schokolade. Meine Farbmischung rolle ich auf Stufe 3 der Pastamaschine aus. Um dir die Arbeit mit deinem Buchrücken aus Fimo zu erleichtern, empfehle ich dir, das Monster vorher als eine kleine Skizze aufzuzeichnen. Ich habe mein Monster aufgezeichnet auf Papier, darüber lege ich eine Glasplatte. Auf der Glasplatte richte ich jetzt mein Fimo an. Ich beginne bei meinem Buchrücken mit dem Auge. Ich lege mir ein Stück meiner Fimo Rot-Weiß-Mischung auf und streiche diese aus. Als nächstes nimmst du dir dein bereits gebackenes Auge. Ich habe dies unten mit Fimo Rot einmal umrandet und setze es jetzt oben auf. Dann nimmst du dir eine dünne Fimo-Wurst und umrandest damit dein Auge. Als nächstes nimmst du dir mehrere feine dünne Fimo-Würste und legst diese innerhalb dem Auge an. Das werden nun dünne Äderchen. Mein Auge sieht jetzt so aus. Ich nehme mir Braun- und Rottöne und bepinsle das Ganze mit Kreide. Mit einem zweiten dünnen Pinsel setze ich nun Highlights um den Rand. Dafür verwende ich als Kreide Gelb und Orange. Zusätzlich dazu bepinsle ich das Auge innen am Ring. Ganz dicht am Auge trage ich eine dünne Schicht mit Gelb und Orange auf. Für das zweite Auge nehme ich wieder etwas von meiner Rot-Weiß-Mischung und streiche diese nach außen flach aus. Dann nehme ich mir meine Fimo-Wurst und lege diese um mein Auge. Als nächstes nehme ich auch hier wieder dünne kleine Äderchen, Stücke meiner Wurst dünn ausgerollt und lege diese in mein Auge. Mein Auge sieht auch nach dem Modellieren mit dem Dotting-Tool jetzt so aus. Ich nehme wieder rote und Brauntöne an Kreide und bepinsle mein Auge. Außerdem nehme ich ein dunkles Braun und betone damit hier oben das Ende dort, wo die Adern auslaufen. Weiter geht es mit der Nase und den Zähnen. Ich lege den Rachenraum mit meiner Rot-Weiß-Mischung aus. Ich beginne hier mit der Nase. Ich lege wieder die Äderchen einmal rundherum, dann lege ich das Innere aus. Nun nehme ich ein Dotting-Tool und gebe wieder die Struktur und das Muster vor. Weiter geht es jetzt mit den Zähnen. Dafür nimmst du dir ein rotes Band und legst dies zusätzlich in deinen Mundraum, damit du weißt, wie die Zähne laufen. Dann nimmst du dir deine gebackenen Zähne und legst diese in die Masse. Du drückst sie leicht an. Um das Ganze zu fixieren, nehme ich nun wieder ein kleines Stückchen meiner Farbmischung und bringe das über dem Zahn an. Mit Hilfe des Dotting-Tools streiche ich die Kanten glatt und arbeite den Zahn in das Fimo ein. Um das Erscheinungsbild der Zähne abzurunden, nehme ich etwas Fimo Weiß und lege dies oben entlang der Zähne. Ich nehme Rottöne und bepinsle damit mein Fimo. Mit einem feinen Pinsel und Brauntönen hebe ich nun Besonderheiten hervor. Außerdem gehe ich mit dem Pinsel und brauner Kreide leicht über die Zähne. Dadurch bekommen sie einen besonderen Schimmer. Mit der Haut fülle ich jetzt Teilbereiche des Gesichts auf. Ich beginne an einer Seite, umschließe zuerst den Mund und das eine Auge. Außerdem nehme ich mir ein größeres Stück
und lege es hinten über das Auge. Die Struktur im Gesicht gebe ich mit Hilfe von Fimo schnürend vor. Ganz wichtig hier beim Auge und bei der Nase, ich setze kleine Teile nach innen über das Fleisch ein. Für die Hautlöcher setze ich auf der gewünschten Stelle eine kleine Fimo-Wurst auf. Die Mitte des Hautlochs fülle ich mit meiner Rot-Weiß-Mischung. Die auslaufende Seite bekommt bei mir kleine Ösen. Ich setze mit dem Dotting Tool Löcher, durch diese ziehe ich später den Faden. Nachdem ich meinen Monsterkopf fertig modelliert habe, setze ich wieder Highlights. Mit roter und oranger Kreide setze ich Highlights um die Augen. Wenn mein Monster fertig ist, gebe ich es in den Backofen. Ich backe mein Monster mit der Glasplatte im Ofen 30 Minuten bei 110 Grad. Zum Abschluss mischst du dir dein Resin und gibst dies nun auf die Fleischstellen, wie hier im Mund. Ich nehme mir einen Pinsel und verteile das Resin nun gleichmäßig über alle Stellen. Die Zähne, die Fleischstellen und auch die Zunge wird mit Resin bepinselt. Ebenfalls mit Resin fülle ich das Auge auf. Auch hier nehme ich wieder den Pinsel und bepinsle das Auge mit Resin. Das Ganze muss jetzt 24 Stunden trocknen, dann kannst du deinen Buchrücken auf deinem Buch befestigen. Ich zeige dir nun, wie du ein Buch mit Hilfe der Coptic Stitch Technik bindest. Die Kopten haben nämlich schon 200 Jahre vor Christus in ihren Büchern geschrieben, währenddessen alle anderen noch in ihren Schriftrollen gemalt haben. Für mein Buch nehme ich 14 Seiten, 18 x 15 cm lang. Ich nehme nun jede einzelne der Seiten, lege diese in der Hälfte zusammen und knicke sie. Ich schiebe jetzt immer 2 Blattseiten ineinander. Jetzt nehme ich vorne meine Seitenpaarkante und markiere diese mit Bleistift. Ich nehme ein Lineal und setze Markierungen bei 3 cm und bei 5 cm. Das gleiche von der anderen Seite. Ich setze hier wieder bei 3 cm und bei 5 cm eine Bleistiftmarkierung. Ich habe nun alle Seiten aufeinander gelegt, nun markiere ich die Paare. Ich übertrage die Markierung von dem ersten Seitenpaar auf die anderen. Jetzt nehme ich ein spitzes Dotting Tool und piekse das Papier an. Genau an meinen Markierungen steche ich durch das Papier. Für den Buchrücken, den Einband, nehme ich mir 2 Kartons, 9 auf 15 cm. Den Karton verkleide ich auf einer Seite mit rotem Tonpapier, die innere Seite ist weiß verkleidet. Vom Einband außen gehe ich 1,5 cm nach innen, jetzt setze ich hier wieder die Löcher. Bei 3, bei 5, die Seite dient mir dabei als Orientierung. Für dein Buch mit der Coptic Stitchung musst du jetzt haben deine Seiten mit Löcher, deine 2 Einbandseiten mit den Löchern und du brauchst eine Nadel mit einem Faden, den nimmst du doppelt. Für den Anfang nimmst du dir einmal deinen Einband und das erste Seitenpaar. Du schlägst das Seitenpaar auf. Dann nimmst du dir deine Nadel und stichst mit der Nadel durch eines der äußeren Löcher nach außen. Du ziehst den Faden einmal komplett durch das Seitenpaar, bis der Knoten das Ganze bremst. Dann gehst du mit der Nadel als nächstes durch den Einband. Und zwar von der äußeren Seite nach innen. Du ziehst die beiden Teile ganz dicht aneinander. Dann nimmst du die Nadel und umwickelst einmal damit den Faden. Dazu gehst du unter den Faden und ziehst dann die Nadel einmal komplett hindurch. Wenn du damit fertig bist, ist das erste Loch geschafft. Du stichst nun mit der Nadel wieder zurück in das erste Loch nach innen in das Seitenpaar. Vom Inneren deines Seitenpaars stichst du nun wieder nach außen. Du gehst in das zweite Loch und gehst mit der Nadel nach außen. Du befestigst jetzt das zweite Loch des Einbands genau wie das erste. Du stichst wieder durch den Einband von außen nach innen.
Dann nimmst du wieder deine Nadel, umwickelst einmal den Faden am Einband, ziehst das Ganze straff und gehst dann mit der Nadel wieder zurück in dein Loch. Nach dem gleichen Prinzip befestigst du nun alle weiteren Löcher. Ich habe den Einband mit der ersten Seite vernäht. Ich klappe die Seite nun nach hinten unter den Einband um. Dann nehme ich mir die zweite Seite. Ich steche mit der Nadel durch die zweite Seite nach innen in das Blatt Papier. Am zweiten Loch steche ich nun nach außen. Mit dem Faden stelle ich jetzt die Verbindung zur unteren Seite her. Ich umschlinge den Faden. Dann steche ich mit der Nadel zurück in die zweite Seite. Nach dem gleichen Prinzip befestige ich nun die zweite mit der ersten Seite bei den Löchern 3 und 4. Ich steche wieder nach außen und wiederhole dann die Schritte. Ich habe jetzt die zweite mit der ersten Seite verbunden. Jetzt lege ich die dritte Seite auf. Diese nähe ich nach dem gleichen Prinzip fest wie die zweite. Nach diesem Muster nähe ich nun Seite für Seite an. Der Fadenwechsel. Ist dein Faden zu kurz, dann vernähst du diesen. Du vernähst den Faden grundsätzlich innen im Buch. Du stichst einmal durch den Faden unten durch, dann ziehst du die Nadel oben drüber. Dann machst du einen kleinen Knoten, am besten 2, dann ist der Faden vernäht und du beginnst mit einem neuen von vorne. Du stichst dazu einfach in das nächste Loch ein. Kommst du zur letzten Seite, nimmst du dir zugleich den Einband. Du stichst mit der Nadel von außen durch den Einband. Dann ziehst du den Faden zu dir nach vorne mit der Seite. Hältst das Ganze straff und umwickelst jetzt hier einmal den Faden des Einbands. Als nächstes gehst du mit der Nadel in das Loch der letzten Seite. Mit der Nadel steche ich von innen wieder nach außen, erst durch die letzte Seite. Ich befestige die letzte Seite zuerst mit der vorletzten. Ich steche dazu mit der Nadel durch den unteren Faden und ziehe eine Schlinge. Als nächstes steche ich mit der Nadel von außen durch den Einband. Um den Einband zu festigen, steche ich wieder von oben durch den Faden und ziehe auch hier eine Schlinge. Dann ist das zweite Loch am Einband befestigt und steche mit der Nadel wieder in die letzte Seite. Nach dem gleichen Prinzip befestige ich nun den Einband und die letzte Seite an Loch 3 und 4. Ich steche wieder nach außen und wiederhole jetzt meine Schritte. Hast du dein Einband komplett angenäht, stichst du durch das letzte Loch, bist du innen im Buch. Jetzt vernähst du deinen Faden. Dazu ziehst du am besten wieder 2 Knoten. Dann kannst du deinen Faden abschneiden. Bist du damit fertig, kannst du dein Buch aufklappen und darin blättern. Du hast mein Video bis zum Schluss angeschaut. Modellieren mit Fimo ist genauso entspannend wie ein Ausflug im Frühling. Möchtest du gerne mehr zum Thema wissen? Dann schau dich um im Kanal oder lass mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!